Wir sind heute etwas später wach geworden, weil wir eine lange Nacht hatten. Wir machen uns in der Regel morgens erstes fertig, weil ich gemerkt habe, dass wenn ich es nicht am Anfang mache, es im Laufe des Tages vernachlässige. Und ich würde sogar empfehlen, das proaktiv zu machen, egal ob man was vorhat oder nicht, weil so kann man spontan auf Dinge reagieren, also spontan rausgehen oder spontan jemanden einladen. Hi, willkommen zurück zu meinem Channel. Ich bin Melissa, falls du neu hier bist. Und heute nehme ich euch mal mit in unseren Tag. Ich bin ja aktuell noch in Elternzeit, aber nur noch ein paar Tage. Deshalb wollte ich jetzt mal ein 9 to 5 mit einem Einjährigen abdrehen. Und ich bin selber gespannt, wie sich das dann in ein paar Wochen dann wieder ändern wird. Ja, also falls du dich fragst, was man so mit einem Einjährigen machen kann oder wie einfach unser Alltag aussieht, dann bleib gerne dabei. Zack. Zack. Sure. Attends, c'est ça, ok? Aujourd'hui, on va mettre les Kokosraspeln. Ja? Ja? Ich involviere, wie ihr gesehen habt, den Kleinen eigentlich immer mit beim Frühstück. Es muss auch nicht immer schön aussehen. Am Ende wurde er auch quengeliger. Aber mir ist es wichtig, dass der Kleine auch schon gute Nährstoffe bekommt. In der Regel beschäftige ich mich dann mit dem Kleinen in irgendeiner Art und Weise. Oft ist es Bücher lesen, aber auch manchmal was komplett anderes. Und manchmal machen wir auch einfach direkt den Haushalt zusammen. Das hat ewig gedauert. So, das war jetzt echt schwer. Das hat echt lange gedauert, bis er eingeschlafen ist. Wir sind ja gerade dabei abzustillen und es lief einige Tage so gut und er hat jetzt gestern oder vorgestern Impfungen bekommen und ist deshalb wieder, also ich glaube, deshalb wieder anhänglicher. Diese Impfungen bringen mich immer wieder raus. Das war beim letzten Mal auch so. Anyways, er schläft jetzt und während seinen Naps arbeite ich immer an irgendwelchen Projekten oder beantworte Mails. Ja, je nachdem, was immer so ansteht und was ich mir vorgenommen habe für die Woche und auch für den Tag. Ja, und heute drehe ich noch ein YouTube-Video, damit ich schon mal 2 auf Reserve habe. So, er ist jetzt wieder wach und ich mache es immer so, dass ich Dinge im Haushalt mache oder aufräume. Also ich versuche, die meisten Sachen mit ihm zu machen und nur da, wo ich wirklich fokussiert sein möchte oder auch nicht die ganze Zeit am Laptop oder am Handy vor ihm sein möchte, die Dinge mache ich dann, während er schläft. Das heißt, jetzt würden wir Essen machen und dann würden wir Dinge im Haushalt erledigen. Heute muss ich eigentlich nur mit der Wäsche ein bisschen vorankommen. Wir haben Kleidung ausgemistet, die muss ich auch noch weglegen. Ich dachte tatsächlich, dass ich mehr zu zeigen haben werde, aber ich wollte jetzt auch nicht künstlich irgendwas zusätzlich abfilmen. Aber so sieht tatsächlich auch in der Regel oft der Alltag aus. Also es besteht oft aus mit Baby beschäftigen und mit dem Haushalt beschäftigen. Und in between dann um sich selbst kümmern oder sich um eigene Projekte kümmern. Den einen oder anderen mag es vielleicht langweilig sein oder es nicht immer Spaß machen. Ich sage ganz ehrlich, für mich macht es auch nicht immer jeden Tag alles Spaß. Ich meine es aber ernst, wenn ich sage, dass es für mich ein Segen ist. Ich bin so dankbar, dass Gott mir diese Familie anvertraut, meinen Mann und meinen Sohn und diesen Haushalt. Und diese Arbeit und diese Rolle ist so wichtig und hat so einen großen Impact. So, wir haben kurz nach 5. Ich musste den Kleinen in der Trage zum Schlafen bringen, weil ich sicher gehen wollte, dass er schläft, weil gestern waren wir unterwegs und er ist nicht unterwegs, aber eingeschlafen. Deshalb wollte ich jetzt, bevor wir rausgehen, wir haben nämlich eine kurze Verabredung, wollte ich sicherstellen, dass er schläft und würde ihn dann jetzt im Auto ablegen und dann schläft er hoffentlich so eine halbe Stunde und genau, dann fängt in der Regel die Abendroutine an mit Essen, fertig machen, fürs Schlafen. Genau, aber das war soweit erstmal
unser 9 to 5. Ich muss ehrlich sagen, ich bin noch keine Mama, die jeden Tag rausgeht. Ich versuche, dass wir spätestens jeden zweiten Tag draußen sind. Aber je nachdem, was ich zu Hause zu tun habe und was ich machen muss und so, versuche ich ihn aktuell noch mehr zu Hause zu beschäftigen. Aber auch, weil er jetzt erst in dem Alter ist, wo er auf dem Spielplatz klarkommt. Und so draußen spazieren oder so ist auch cool, mag er auch, aber jetzt auch keine halbe Stunde oder so. Ich muss ihn dann immer irgendwann in die Trage nehmen. Also am meisten Spaß hat er tatsächlich, wenn er Dinge verschieben kann, auf und zu machen kann. Deshalb mache ich mir jetzt noch keinen Stress mit jeden Tag draußen sein. Ja, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn er jetzt noch aktiver wird und besser weiß, auch nur wie man an Dingen sich festhält und klettert und so weiter, dass das dann mehr wird, auch auf dem Spielplatz. Ich habe ja zu Hause, das habe ich gar nicht gezeigt, ja. Es ging ja auch einfach mehr darum, realistisch zu zeigen, was wir an dem heutigen Tag machen. Ich habe die letzten Tage seine Spiele ausgetauscht und ausgemistet und neu organisiert und er hat, das kann ich euch mal in einem anderen Video zeigen, aber ich habe darauf geachtet, dass er verschiedene Zonen hat, beziehungsweise dass über den Tag hinaus ich immer schnell eine Zone, wenn nötig, ready machen kann. Also eine, sorry, dass alles auf Englisch ist, aber ich hatte das von, muss mal gucken, wie sie hieß. Genau, auf jeden Fall habe ich eine Movement Zone. Dann gibt es eine Box mit Fokus-Sachen. Es gibt Sachen mit Imaginary Things, das heißt so, ne, wenn er beispielsweise mit Autos spielt oder, also ne, Autos auf der Spielmatte, so mäßig, ich fahre Auto. Und dann zum Beispiel hat er so ein Bauernhofhaus und dann mit den Tieren spielt und solche Dinge. Was hat er noch? Genau, dann gibt es noch eine Messy Zone. Das haben wir jetzt noch nicht so. Also das würde ich einfach auf den Tisch machen. Er hat auch einen Tisch bekommen, wo man so Sensory Activities machen kann. Das würde ich dann dafür nutzen. Und dann noch 5. Zone, Quiet Zone. Das ist die Ecke, die ihr heute dann auch gesehen habt, wo wir dann in Ruhe lesen. Genau, das sind so die Bereiche. Ich werde nach und nach die Sachen auch ein bisschen ausbessern. Ich möchte eigentlich die Leseecke vielleicht auch noch ein bisschen schöner und gemütlicher hinbekommen. Aber so sieht unser Tag aus. Und was ich euch, glaube ich, nicht gezeigt habe, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber was so stille Zeit und so angeht, honestly, es klappt nicht jeden Tag. Also die letzten Tage hat es gut geklappt, aber heute habe ich nicht vorher geschafft. Also wir sind gleichzeitig wach geworden. Die letzten Tage bin ich immer so ein paar Minuten vor dem Kleinen wach geworden. Und dann lese ich Bibel oder jetzt die letzten Tage haben wir auch zusammen Bibel gelesen, also mein Mann und ich. Und deshalb habe ich heute das so gemacht, also abgesehen davon, dass hier eigentlich immer zu irgendeinem Zeitpunkt Lobpreis läuft oder auch christliche Kindermusik oder dann doch auch mal die Bibel als Hörbuch oder so. Abgesehen davon, dass das immer so ein Bestandteil unseres Tages ist, habe ich es heute, wie gesagt, so gemacht, weil ich heute Morgen nicht die Zeit gefunden habe, in Ruhe Baby zu lesen, habe ich, während ich ihn schlafen gebracht habe, bei seinem ersten Nap meinen Bibelplan gelesen, habe auch eine christliche Meditation gemacht, einfach nochmal so eine Pause und Reset zu machen, weil an dem Punkt hatte ich auch schon gemerkt, boah, ich brauche Gott. Genau, deshalb habe ich, und das ist eigentlich auch oft so in der ersten Nap-Zeit, dass ich auf jeden Fall da, spätestens da nochmal neue Kraft tanke, indem ich einfach zu Gott bete. Ja, ich glaube aber jetzt war es das. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ich werde es so vermissen, in Elternzeit zu sein. Ich freue mich auch auf das, was kommt, aber es ist schon schön, so die Zeit zu haben, wirklich für die Dinge Zeit zu haben, die man wirklich priorisiert. Heißt für mich Zeit mit meiner Familie, Zeit mit dem Kleinen, Zeit, um Sachen im Haushalt zu tun und so. Genau. But yeah, that's it. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video.